Lufthansas neue Allegris Business Class gibt's inzwischen schon seit fast 2 Jahren. Und eigentlich verrückt, dass ich sie bis heute immer noch nicht ausprobiert habe. Eigentlich wäre ich auch heute die alte Business Class nach New York geflogen. Durch einen kleinen Zufall musste ich dann aber umbuchen und wir fliegen heute Lufthansa von Frankfurt über München nach New York im A350 und damit auch der neuen Allegris Business Class. Bis jetzt habe ich fast nur Gutes gehört und ich bin gespannt. Viel Spaß! Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen aus New York, One World Trade Center. Schon ganz schön hoch, aber im Vergleich zu was die Chinesen sich dahin gebaut haben, ist das ja klein. Ne, Spaß, ich bin in New York, ich bin mit meinen Eltern hier und wir sind ziemlich spontan Lufthansa Allegris Business Class geflogen. Eigentlich wären wir von Frankfurt geflogen und da fliegt die Allegris nicht nach New York, sind aber irgendwie aus dem Flug gekickt worden, da musste ich umbuchen und zack, hatte ich Allegris über München. Heute ist das Video aber ein bisschen anders, als ihr es sonst kennt. Ich werde das alles so ein bisschen nachkommentieren, das mache ich aber von zu Hause aus. Trotzdem war es ein sehr, sehr cooler Flug und ich glaube, das Video wird echt spannend. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns dann jetzt in Frankfurt, glaube ich. Denn da ging alles los. Und da bin ich auch schon, Leute, mittlerweile wieder zu Hause, um meinen Allegris Business Class Flug jetzt hier so ein bisschen nachzukommentieren. Schaut mal hier, das habe ich noch in China gekauft. Lufthansa A380, voll geil, oder? 3 Stück habe ich von den Dingern jetzt. Noch eine UPS-Maschine und ein Finnair A350, der steht bei mir im Büro. Ich dachte mir, wenn ich jetzt über Lufthansa spreche, kann ich den da ja mal kurz aufbauen. Bevor es losgeht, wollte ich mich auch noch einmal wirklich recht herzlich bedanken für alle, die seit jetzt 2-3 Jahren die Reisevideos so tatkräftig verfolgen und mich auf all meinen Wegen so unterstützen, weil das ist unterm Strich natürlich auch der Schlüssel, warum ich dann jetzt mal so eben sagen kann, komm, ich fliege mal mit meinen Eltern Business Class nach New York. Das ist alles nicht selbstverständlich und das weiß ich auch, deswegen vielen, vielen Dank und wollte ich einmal kurz noch sagen. Los ging es ja trotzdem in Frankfurt. Ich habe mich dann gefragt, Digga, wir hätten auch von Düsseldorf fliegen können. Zumindest Zubringer von Düsseldorf dann über München. Aber irgendwie hat mein Kopf an dem Tag nicht richtig funktioniert. Ist aber gar nicht schlimm, weil in Frankfurt habe ich die Panorama Lounge entdeckt. Das ist eine Lufthansa Lounge, wo man Business Class oder mit einem Business Class Ticket reinkommt. Da ging es für uns auch an dem Morgen los und die ist ein bisschen anders als die normalen Lufthansa Business Class Lounges. Die ist nicht renoviert, so wie viele andere Lounges mittlerweile in München oder auch in Frankfurt teilweise, glaube ich. Ich fand sie aber irgendwie richtig geil. Die hat so richtig Stil und man merkte so die Jahre der Fliegerei darin einfach. Voll schön hier. Wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt in Frankfurt. Man lernt nie aus. Auch wirklich extrem groß. Es gab viele separate Räumlichkeiten mit tollen großen Panoramafenstern zum Rollfeld hin. Man konnte sogar von da auch das neue Terminal 3 sehen in Frankfurt am Flughafen. Das Essen war auch wirklich top, gab Frühstück. Und ja, ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm. Ich wusste nicht, dass die existiert. Kann ich voll empfehlen. Also wenn ihr mal von Frankfurt aus fliegt, Business Class, geht da unbedingt mal rein. Super coole Sache. Und ich habe auch die 747 oder ich glaube, es gibt ja 2, die so angemalt sind in dem 100-Jahre-Design von Lufthansa. Ja, ich war jetzt recht lange nicht an deutschen Flughäfen. Deswegen war das auch das erste Flugzeug, was ich in dem Design gesehen habe. Und ich finde es wirklich mega geil. Also da hat sich Lufthansa was Tolles ausgedacht. In der Lounge gab es auch noch so ein paar 100-Jahre-Akzente. Und das Amenity-Kit ist ja auch in dem Stil gehalten oder einfach so ein bisschen anders jetzt. Schauen wir uns später an. Wenn man viel fliegt oder da Spaß dran hat oder auch gerade viel Lufthansa fliegt, ist das eine nerdige, coole Sache, die mich irgendwie erfreut. Wir sind geflogen, 10:30 Uhr oder so war das, glaube ich. Der Zubringer dann nach München. Das war ein ziemlich kurzer Flug, 40 Minuten, konnten direkt in der ersten Reihe sitzen. Ist ja dann so, wenn man Business fliegt, auch auf Kurzstrecke. Und es gab sogar was zu essen. Und ich wusste das, also ich weiß ja, dass es auch auf Kurzstrecke was zu essen gibt. Und ich finde das Essen, Business auf der Kurzstrecke immer so nice. Das sind immer so kleine, coole Snacks, sowohl bei Austrian als auch bei Swiss und Lufthansa. Natürlich auch bei vielen anderen Airlines, wo ich schon Kurzstrecke geflogen bin. Hat es mir eigentlich immer gefallen. Und auch hier das Essen, das war so ein bisschen kaltes Chicken. Dazu gab es dann ein Brot, so ein gebackenes Brot, irgendwie ein bisschen größer als sonst. Hat, glaube ich, auch was mit 100 Jahre zu tun. Das haben die so ein bisschen angepasst. Und dann dieser Himbeer-Cheesecake-Kuchen oder wie man es nennt. Wirklich so lecker. Ich glaube, das war fast mein Highlight-Essen an dem Tag. Und ich sehe oft, wenn ich mal Kurzstrecke Business fliege, irgendwelche Geschäftsmänner, für die das ja völlig normal ist, die fliegen wahrscheinlich jeden Tag damit, die nehmen das gar nicht. Die sitzen da und sagen, ich brauche nichts zu essen, ich hätte gerne einen Kaffee. Verstehe ich nicht. Da lasse ich mir das Essen wirklich nie entgehen, weil es lohnt sich halt fast immer. Meine Eltern haben halt vorher schon in der Lounge gefrühstückt, hatten dann gar keinen Hunger mehr und haben nur einen Orangensaft getrunken. Fehler. Dann gab es noch eine Praline hier, auch mit oder 100 drauf. Wunderschön. Und dann sind wir auch schon in München gelandet. Wir hatten offiziell eine Umstiegszeit, beziehungsweise von Landung bis Start der neuen Maschine 1 Stunde. Boarding beginnt ja dann immer schon ein bisschen eher. Ich sag mal so, bis richtig das Gate schließt, hatten wir maximal 45 Minuten. Und unser Fußweg war mit 22 Minuten angegeben. Mussten dann aber auch noch durch die internationale Passkontrolle, was auch nochmal gedauert hat. Rolltreppen waren dann kaputt, da mussten wir auch noch Shuttle fahren, beziehungsweise halt diese Bahn da in München. Boah, das war jetzt echt stressig. Also wenn man jetzt 80 ist,
kannst du da nicht klicken? Warum kann man dazu buchen? Aber alles nochmal gut gegangen, hat hingehauen und wir sind dann auch noch passend angekommen. So wie Lufthansa gerade sein Konzept verändert hat, zum Beispiel auch das Essen an Bord oder halt Design, Amenity-Kit, verändert sich ja auch unsere Welt ständig. Ob beim Reisen, bei der Technik oder einfach wie wir unseren Alltag organisieren. Und was sich auch verändert, ist wie wir mit unserem Geld umgehen. Da kommt nochmal der heutige Sponsor ins Spiel und das ist D-Block. Viele von euch haben sich nach meinem letzten Video schon bei D-Block registriert, um halt die Benefits da mitzunehmen. Und falls ihr es verpasst habt, kein Problem, das gilt immer noch. Aber was ist das Ganze überhaupt? D-Block ist nicht nur einfach eine normale Banking-App, sondern kombiniert klassisches Banking mit moderner Kryptotechnologie in nur einer App. Bedeutet, ihr könnt euer Konto ganz normal im Alltag nutzen, Gehalt empfangen, Miete bezahlen, einkaufen gehen, Apple Pay benutzen, alles wie bei einem ganz normalen Girokonto auch. Nur eben ein bisschen smarter. Was ich persönlich super finde, auf euer Guthaben bekommt ihr aktuell 4% Zinsen. Natürlich ohne Obergrenze und diese Zinsen werden nicht monatlich ausbezahlt, sondern einfach täglich. Das heißt, ihr seht täglich, dass irgendwie was von eurem ganzen Geld, was ihr da liegen habt, auch zurückkommt. Euer Geld quasi aktiv für euch arbeitet. Dazu kommen Features wie 1% Cashback auf zum Beispiel eure Einkäufe und aktuell auch die Möglichkeit, nach Aktivierung eures D-Block-Kontos bis zu 500 € an Bonus zu kassieren. Wenn ihr eine Visa-Card braucht, auch kein Problem, die könnt ihr euch natürlich bei D-Block bestellen und sie auch komplett individualisieren nach eurem Wunschdesign quasi. Also ihr habt dann eine individuelle Visa-Card, eigentlich ganz geil. D-Block hat eine integrierte Crypto-Wallet, das heißt, ihr könnt eure Coins da senden und auch empfangen, direkt in der App und natürlich in Echtzeit. Wichtig natürlich noch bei Finanzen Thema Sicherheit. D-Block wird von der französischen Finanzaufsicht sowie von der Banque de France reguliert. Falls ihr also aktuell hin und wieder mal überlegt, euer Banking vielleicht ein bisschen moderner aufzustellen, ein bisschen mehr aus eurem Geld rauszuholen, dann schaut euch D-Block auf jeden Fall mal an. Erster Link wie immer unten in der Videobeschreibung und jetzt geht's weiter mit dem Allegris-Flug. Für uns ging es dann rein in den A350 von München nach New York. Absolut tolles Flugzeug, sehr, sehr modern. Ich habe ja meinen Allegris First Class Flug auch schon gemacht, vor einem Jahr oder so nach Indien, auch mit dem A350 und zweimal bin ich auch schon Premium Eco mit dem Ding geflogen. Ne, dreimal sogar Premium Eco. Das war auch eigentlich echt immer super. Bei der Lufthansa Allegris Business Class ist es so, dass man die Tickets einfach erstmal kauft, beziehungsweise ja, kaufen oder mit Meilen, wie auch immer. Ich habe alle Tickets vor über einem Jahr schon mit Meilen gekauft. 55.000 Meilen plus 400 € Steuern waren das circa pro Flug und dann hast du aber immer noch nicht deinen Sitzplatz. Wir wollten natürlich auch zusammensitzen. Jeder Sitz ist ja so ein bisschen individueller und die besten Sitze kosten dann auch nochmal Aufpreis. Zum Beispiel gibt es ganz vorne so eine Suite, da musst du dann, ich glaube, 500 € nochmal on top bezahlen, nur dass du da sitzen darfst pro Person. Finde ich dann schon ziemlich viel. Habe ich auch nicht eingesehen und uns hinten einfach 3 Basic-Sitze reserviert. Das war dann kostenlos, aber die sind auch schon echt gut. Bei Lufthansa mag ich eigentlich die Crews immer total gerne, weil das sind auch oft Leute, die schon sehr, sehr lange bei Lufthansa sind und sich einfach gut auskennen und das auch immer authentisch machen. War auch hier so, los ging es dann hier mit diesem Signature Cocktail. Dieses rote Zeug da, ja, ist ganz lecker. Und ein paar Erdnüsse dazu. Ich habe dann parallel hier schon mal ein bisschen die Kabine inspiziert. Das mit dem Tisch finde ich ganz gut gelöst, den kann man da so rausziehen. Ansteller ist wie im Auto und rechts hat man dann jetzt, oder zumindest auf meinem Platz hier so eine Ablagefläche. Die war zum Beispiel bei meiner Mama hinter mir nochmal deutlich größer, also die hatte mehr Platz, da irgendwelche Sachen zu verstauen. Kopfhörer auf, die fand ich so semi, muss ich sagen. Also da hätte man, glaube ich, schon geilere Kopfhörer noch installieren können, die so richtig das Ohr umschließen, wobei man den Sitz ja auch mit seinen eigenen Kopfhörern per Bluetooth verbinden kann. Was aber nicht funktioniert hat, war meine AirPods zu connecten, weil das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Die wurden mir zwar angezeigt, aber ich konnte sie einfach nicht verbinden. Ich weiß jetzt nicht warum. Aber wenn das dann funktioniert, ist es schon wirklich cool, seine eigenen Kopfhörer mit der Kabine quasi zu connecten. Und dann hieß es erstmal Take-Off Richtung New York. Dann gab es erstmal ein Erfrischungstuch. Ich habe noch eine Cola Zero bestellt und habe es mir erstmal gut gehen lassen. Kurzer Blick ins Menü. Vorspeisen einmal hier gebeiztes Rinderfilet mit Selleriepüree, Thunfisch Tataki, Burrata mit Tomaten. Eine Vorspeise konnten wir uns aussuchen, Brot dazu. Da muss ich einmal meckern, das hatte ich jetzt schon oft bei Lufthansa. Je weiter hinten man sitzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwas von den Vorspeisen oder Hauptspeisen dann gar nicht mehr gibt, weil die Leute vor einem das dann bestellt haben und die kalkulieren halt. Das gibt's bei anderen Airlines sicherlich auch, aber bei Lufthansa halt irgendwie am häufigsten. Vielleicht, weil ich auch am meisten mit denen fliege. Ich hätte gerne den Burrata gehabt, gab's nicht. Vor der Landung gab's dann auch nochmal einen Snack, da gab's auch nur noch ein Gericht von den beiden. Naja, meckern auf hohem Niveau, aber wenn man da 5.000 € für einen Hin- und Rückflug hinlegt bei denen, dann kann man auch erwarten, dass es das Burrata gibt, oder? Als Hauptspeise gab es dann Maispouladen, also Hähnchen und Heilbutt oder auch eine vegetarische Option Ravioli mit Spinat und Ricotta gefüllt. Ich habe mich für diesen Rinderschinken da entschieden. Ja, also war okay. Die Brötchen, die die gerade anbieten, finde ich viel schlechter als die normale Lufthansa-Auswahl. Da gibt es auch immer so schöne Laugenbrötchen und so, schön warm. Das gefällt mir besser. Also bitte wieder umstellen, weil dieses Brötchen war total hart.
Keine Ahnung. Dazu dann noch ein Blattsalat und als Hauptgang habe ich mich dann für den Heilbutt entschieden. Und Shrimps und diesem Kartoffeltörtchen. Spinat lag da oben noch bei, eine Möhre. Ja, das war okay. Allerdings weit unterlegen von Turkish Airlines, mit denen ich ja letztens geflogen bin, oder Austrian. Das kann man irgendwie nicht vergleichen. Also da ist das Essen ein richtiges Erlebnis in der Business Class. Bei Lufthansa ist es natürlich auch toll über den Wolken, aber kann da einfach nicht mithalten. Als Nachtisch gab es dann hier noch dieses Orangentörtchen. Das war ganz lecker und an sich natürlich, super geil, so halt essen zu können über den Wolken. Immer wieder erfreue ich mich dann natürlich, auch wenn ich jetzt schon sehr, sehr oft geflogen bin, kann ich mich an den Dingen immer noch sehr erfreuen und das wäre natürlich auch sehr fragwürdig, wenn das irgendwann nicht mehr so wäre. Ich habe mich da ein bisschen aufs Ohr gelegt, einmal den Sitz ausgefahren. Ist schon ganz gut, also man hat wirklich viel Platz. Die Classic Seats reichen auch absolut aus, also da verstehe ich nicht, wieso man da nochmal mehr Geld ausgibt, um noch einen besseren Sitz zu haben. Wobei als Senator kriegt man das auch teilweise umsonst. Ich bin übrigens kein Senator, auch wenn das viele mal denken, dass ich wahrscheinlich den besten Status habe. Nee, weil so oft fliege ich auch nicht mit Lufthansa. Aber dieses Jahr schaffe ich das, glaube ich. Und habe dann erstmal ein bisschen geschlafen. Als ich aufgewacht bin, waren wir dann auch schon fast vor New York. Hier aber nochmal kurz zurück zum Sitzplatz. Also wirklich ist ja halt auch eine moderne Kabine und alles andere wäre auch blöd und wieder schlecht. Sehr, sehr modern. Alle modernen Stecker. Wireless Charging, wenn du dein Handy da hinlegst. Sieht auch schön aus und ja, da kann man halt auch noch den Sitz verstellen. Rechts neben dem Platz hast du so ein Tablet hängen. Das kann man dann da rausnehmen und darüber kann man alles steuern. Das Onboard Entertainment bei Lufthansa auch wirklich klasse. Auch viele geile Podcasts. Also da wird einem nicht langweilig und logischerweise auch alles auf Deutsch verfügbar, ist ja klar. Hat alles auch reibungslos funktioniert dieses Mal. Bei meinem First-Class-Flug war ja das Tablet zum Beispiel kaputt. Da haben ja damals einige Sachen noch nicht so gut funktioniert. Hier nochmal mein Sitz und dann halt auch einmal kurz der, wo mein Papa saß und hier saß meine Mama. Die hatte halt am meisten Platz, zumindest die größte Ablage. Und was ich auch doppelt cool fand, das Amenity-Kit gab es sogar in 2 verschiedenen Farben. Einmal vielleicht für Frauen und einmal für Herren. Wobei drin waren genau die gleichen Sachen. Aber die sehen echt schön aus und sind auch einfach dann eine coole Erinnerung für Flugnerds halt, ne? Das habe ich auf jeden Fall eingesteckt als Andenken. Vor der Landung gab es dann nochmal einen Vor-der-Landung-Snack oder eigentlich sogar eine richtige Mahlzeit. Lachs mit Krautsalat und Mais und dazu dann auch eine schöne warme Laugenbrezel. Die hat mir deutlich mehr gefallen als das Brot von davor. Mousse au Chocolat noch als Nachtisch. Ja, was will man dann mehr? Und dann sind wir auch schon New York JFK angeflogen. Und das war sicherlich eine der coolsten Landungen oder einer der coolsten Landeanflüge, den ich jemals hatte. Und das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Wirklich sagen, es war ein richtig geiles Erlebnis, gerade so als Family das so einmal zu machen. Kann eigentlich nichts Negatives sagen, außer dass es halt ein paar von den Gerichten da nicht mehr gab. Aber das ist halt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Die Allegris Business Class ist also jetzt endlich mal ein zeitgemäßes Produkt, was auch konkurrenzfähig ist in der internationalen Fliegerei. Und wenn man da mal einen guten Preis erzielen kann oder vielleicht mal einen Upgrade buchen kann, kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren und wird sicherlich nicht enttäuscht werden, so wie es vielleicht manchmal bei der alten Lufthansa Business Class noch ist. Was ich aber wirklich sagen muss, für mich ist die Premium Eco vom Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt in der neuen Allegris das beste Lufthansa-Produkt. Die ist wirklich so gut und kostet dann meistens auch nur ein Drittel vom Business-Class-Preis. Kommt natürlich auch immer drauf an. Also ich würde mich, glaube ich, so als Privatperson immer für die Premium Eco entscheiden. Da ist der Step von Eco zu Premium Eco deutlich größer als der Step von Premium Eco zu Business, meiner Meinung nach. Ja, Leute, und das war unsere Lufthansa-Reise nach New York. Zurück ging es dann mit Swiss und da gibt es, denke ich, auch noch ein Video. Und aus New York kommen auch 2 coole Videos. Ich habe 2 Hotels mir angeschaut. Sehr, sehr interessant, denke ich. Haut rein, Leute, abonniert den Kanal. Ciao!